Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's um eine der vielleicht dramatischsten Geschichten in der gesamten arabischen Grammatik. Stellt euch vor, es ist eine Heldenreise. Ein eigentlich unscheinbarer Satzteil tritt plötzlich ins Rampenlicht. Tja, das ist die Geschichte des Naib Fa'il, des Stellvertretersubjekts. Schaut euch mal diesen Satz an. Die Sonnenfinsternis wurde beobachtet. Der Satz ist vollkommen in Ordnung, grammatikalisch korrekt. Aber irgendwas fehlt doch, oder? Wir wissen zwar, was passiert ist, aber wir haben keine Ahnung, wer es getan hat. Und genau dieses kleine Rätsel, das bringt uns direkt zum Kern unseres Themas. Okay, also tauchen wir ein. Erster Akt unserer Geschichte. Um den neuen Helden richtig zu verstehen, müssen wir natürlich zuerst den ursprünglichen Star eines jeden arabischen Satzes kennenlernen. In einem ganz normalen, aktiven Satz wie diesem hier, da ist die Sache sonnenklar. Wir haben eine Handlung, nämlich beobachteten, und wir haben einen ganz klaren Star der Show, der diese Handlung ausführt. Die Leute. Und genau das ist in der arabischen Grammatik unser Fa'il, das Subjekt. Er ist sozusagen der unangefochtene Hauptdarsteller. Also lasst uns mal die Rollenverteilung genauer anschauen. Wir haben die Handlung, das Verb. Wir haben den Star, also das Subjekt, den Fa'il, und dann haben wir noch das Objekt, das Maf'ul bihi. Und das könnt ihr euch wie die Zweitbesetzung vorstellen. Es wartet im Hintergrund und, nun ja, empfängt die Handlung des Stars. Es ist ein wichtiger Teil des Ganzen, klar, aber es steht nicht im Rampenlicht. Noch nicht. Und genau hier wird unsere Geschichte richtig spannend. Denn manchmal, aus ganz verschiedenen, oft strategischen Gründen, verschwindet der Star des Satzes, also das Subjekt, einfach so von der Bühne. Mysteriös. Was passiert dann? Also, dass das Subjekt verschwindet, ist kein Zufall. Es ist eine bewusste Entscheidung. Vielleicht ist der Täter einfach unbekannt, wie bei einem Diebstahl. Das Geld wurde gestohlen. Oder das genaue Gegenteil, er ist so offensichtlich wie der Schöpfer im Satz, der Mensch wurde erschaffen, dass man ihn gar nicht nennen muss. Manchmal lässt man das Subjekt auch aus Respekt weg oder vielleicht sogar aus Angst, den Namen des Täters auszusprechen. Der springende Punkt ist aber, der Fokus verlagert sich. Weg von dem, wer es getan hat, hin zu dem, was getan wurde. Logisch, nur weil der Hauptdarsteller fehlt, kann die Vorstellung ja nicht einfach abgebrochen werden. Der ganze Satz muss sich anpassen, er muss sich neu sortieren. Und das hier, das ist der Moment der großen Verwandlung. Die Bühne wird jetzt für einen ganz neuen Helden vorbereitet. Und das passiert in 3 Schritten. Zuerst kriegt das Verb einen Kostümwechsel. Seine Vokale ändern sich, um allen zu zeigen, Achtung, ich bin jetzt passiv. Zweitens wird das ursprüngliche Subjekt, der Fa'il, komplett aus dem Satz geworfen. Und drittens, das ist der große Moment, tritt die Zweitbesetzung, also das Objekt, aus dem Schatten heraus und wird zur neuen Hauptrolle befördert. Und diese Gegenüberstellung hier, die zeigt die Verwandlung perfekt. Links im aktiven Satz haben wir die volle Besetzung, das Verb shahada, unser Subjekt an-nasu und das Objekt al-kusufa. Aber rechts, nachdem das Subjekt verschwunden ist, da sehen wir die Magie. Das Verb hat sein Kostüm gewechselt zu shuheda. An-nasu ist weg. Und am wichtigsten, das Objekt al-kusufa hat nicht nur die Position eingenommen, sondern auch seinen Kasus zum Nominativ geändert. Es trägt jetzt die Krone. Und damit ist es Zeit, den Vorhang zu lüften für unseren neuen Helden. Er hat einen Namen, der seine neue Rolle perfekt beschreibt. Der Naib Fa'il, der Stellvertreter des Subjekts. Per Definition ist der Naib Fa'il also genau das Satzglied, das die Lücke füllt, die das Subjekt hinterlassen hat. Es wird zum neuen grammatikalischen Mittelpunkt, um den sich das Verb dreht. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht nur ein Lückenfüller. Der Naib Fa'il erbt den vollen Status und alle grammatikalischen Privilegien des ursprünglichen Subjekts. Er bekommt den gleichen Kasus, die gleiche Wichtigkeit im Satz und die gleiche enge Beziehung zum Verb. Die Tabelle hier zeigt das perfekt. Schaut euch mal die Ähnlichkeiten an. Die sind echt verblüffend. Beide stehen im Nominativ, bei beiden stimmt das Verb im Geschlecht mit ihnen überein, beide sind eine absolute Kernsäule des Satzes und stehen direkt nach dem Verb. Man kann wirklich sagen, der Stellvertreter ist voll und ganz in die Fußstapfen des ursprünglichen Helden getreten. Aber Moment mal, was passiert eigentlich, wenn die ursprüngliche Zweitbesetzung, also das Objekt, gar nicht da ist? Was, wenn der Satz von Anfang an kein direktes Objekt hatte? Tja, die Geschichte hat noch einen letzten Twist. Und das zeigt mal wieder, wie unglaublich flexibel die arabische Grammatik sein kann.
Wenn das direkte Objekt fehlt, dann können einfach andere Satzteile einspringen und die Rolle des Stellvertreters übernehmen. Das Casting ist sozusagen offen für alle. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Adverb, wie hier in diesem Satz. Er bedeutet wörtlich, der Tag des Ramadan wird gefastet. Hier ist Naharu, der Tag, eigentlich ein Zeitadverb, aber es rückt auf, wird zum Naib Fa'il und steht deshalb auch im Nominativ. Eine andere Option wäre eine Präpositionalphrase. In Sulliya fil Masjidi rückt die gesamte Phrase in der Moschee in den Mittelpunkt. Sie übernimmt quasi stellvertretend die Funktion des Subjekts, um dem Satz seine Stabilität zu geben. Und so endet sie also, die Reise unseres Helden, von der Zweitbesetzung zum gefeierten Star des Satzes. Der Naib Fa'il ist eben nicht nur eine trockene Grammatikregel, sondern ein richtig mächtiges Werkzeug, um den Fokus zu verschieben und Bedeutung zu formen. Die Frage ist jetzt, in welchen Situationen werdet ihr ihn in eurer eigenen Kommunikation einsetzen?